Der Regen fiel leise, aber eisig auf das Kopfsteinpflaster, während teure Autos gleichgültig durch Pfützen fuhren. Auf dem Gehweg zog ein junges Mädchen in abgenutzter Kleidung fröstelnd die Arme um ihren Körper. Die Kälte durchdrang ihre Knochen, doch das war nicht der schlimmste Schmerz. Ihr Name war Isabela. 22 Jahre alt, trug sie mehr Last auf den Schultern, als das Leben in so jungen Jahren erlauben sollte. Seit ihrer Kindheit lebte sie bei ihrer Großmutter in einem kleinen Raum hinter einem Innenhof. Ihren Vater hatte sie nie gekannt. Ihre Mutter war verschwunden, als Isabela 3 Jahre alt war. Ein Geheimnis, über das ihre Großmutter nie sprechen wollte. An diesem Abend knurrte ihr der Magen. Seit 2 Tagen hatten sie und ihre Großmutter nur Reis mit Mehl gegessen. Den Lohn von der Nachmittagsputzstelle hatte sie für Medikamente ausgegeben. Ihre Großmutter hustete seit Wochen ohne Pause. An der Ecke der Avenida da Liberdade fiel ihr Blick auf ein hell erleuchtetes Lokal. Ein edles Restaurant mit warmem Licht und einem Duft, der ihren Magen fast schmerzen ließ. Vielleicht kann ich um Reste bitten. Nur das, dachte sie. Sie atmete tief durch. Die nassen Haare klebten an ihrer Stirn. Um den Hals trug sie eine silberne Kette, das einzige Andenken an ihre Mutter. Mit zitternden Schritten betrat sie das Restaurant Vittorio. Drinnen war es wie eine andere Welt. Roter Teppich, Kellner mit weißen Handschuhen, elegante Paare, sanfte Klaviermusik im Hintergrund. Alle Blicke richteten sich auf sie. Ein Kellner näherte sich schnell, sichtlich verunsichert. »Guten Abend, kann ich Ihnen helfen?« Isabela senkte den Kopf. Ihre Hände zitterten. »Es tut mir leid, dass ich einfach so hereinkomme. Ich möchte nicht stören. Ich wollte nur fragen, ob es vielleicht Reste vom heutigen Essen gibt. Für meine Großmutter. Sie ist krank und wir haben heute nichts zu essen.« Stille. Dann hörte man ein leises Lachen von einem Tisch in der Ecke. Ein älteres Paar blickte sie mit Verachtung an. Doch bevor der Kellner antworten konnte, ertönte eine tiefe, feste Stimme aus dem hinteren Teil des Saals. »Einen Moment bitte.« Ein Mann im dunklen Anzug mit durchdringendem Blick erhob sich von einem Tisch am Rand und kam auf sie zu. Etwa 45 Jahre alt, gepflegt, grau meliertes Haar. Er wirkte wie ein Geschäftsmann. Und war es auch. Sein Name war Riccardo della Torre, Besitzer des Restaurants und einer der erfolgreichsten Gastronomen der Stadt. Aber er schaute nicht herablassend. Er starrte auf die Kette, die sie um den Hals trug, ein silberner Stern mit einem kleinen blauen Stein in der Mitte. Er wurde blass. »Woher haben Sie diese Kette?« fragte er mit heiserer Stimme. Isabela griff instinktiv nach dem Anhänger. »Die war von meiner Mutter. Sie ist verschwunden, als ich klein war. Das ist alles, was sie mir hinterlassen hat.« Riccardo trat einen Schritt zurück, sichtlich erschüttert. Seine Atmung wurde schwer, er fasste sich an die Brust, als würde etwas in ihm zerbrechen. »Wie hieß Ihre Mutter?« »Lorena Martens.« In diesem Moment wich alle Farbe aus Riccardos Gesicht. Er taumelte, musste sich an der Wand abstützen. Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Mein Gott, das darf nicht wahr sein.« Der ganze Saal war in völliges Schweigen gehüllt. Niemand verstand, was vor sich ging. Riccardo, sonst immer so kühl und reserviert, hatte Tränen in den Augen, wegen eines Mädchens, das angeblich eine Fremde war. Oder vielleicht auch nicht. »Setzen Sie sich, bitte«, sagte er und wies auf einen freien Tisch. Ich wollte doch nur fragen, ob ich etwas zu essen mitnehmen darf. Ich bringe Ihnen etwas. Aber vorher müssen Sie mir alles erzählen, was Sie über Ihre Mutter wissen.« Isabela zögerte. Sie wusste kaum etwas. Ihre Großmutter hatte ihr immer gesagt, Lorena sei spurlos verschwunden, ein Loch, das nie gefüllt worden war. Riccardo hörte schweigend zu, die Augen fest auf sie gerichtet. Als sie zu Ende erzählt hatte, atmete er tief durch und sagte etwas, das Isabela den Boden unter den Füßen wegriss. »Ich kannte Ihre Mutter. Vor 23 Jahren hatten wir eine Beziehung. Wir waren verlobt.« Isabelas Herz raste. »Was?« »Ich wusste nie, dass sie schwanger war, dass sie ein Kind bekommen hatte. Man sagte mir, sie sei einfach verschwunden, aber ich hatte immer das Gefühl, dass da mehr war.« Sie konnte das alles nicht begreifen, die Tränen schossen ihr in die Augen. »Dann meinen Sie, Sie könnten mein Vater sein?« Riccardo antwortete nicht sofort. Sein Blick lag auf dem Anhänger, als würde er in die Vergangenheit blicken. »Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber
Diese Kette, ich habe sie Lorena geschenkt, als ich ihr den Antrag gemacht habe. Isabela begann zu weinen. Die Härte ihres Lebens, die Sehnsucht, die Leere, alles prallte auf diese eine unglaubliche Offenbarung. Währenddessen, auf der anderen Seite der Stadt, hustete eine alte Frau in einem schmalen Bett. Ohne zu ahnen, dass das Geheimnis, das sie jahrzehntelang gehütet hatte, gerade dabei war, ans Licht zu kommen. Ricardo ließ ein warmes Essen bringen, nicht nur für Isabela, sondern auch zum Mitnehmen für ihre Großmutter. Er persönlich kümmerte sich darum, obwohl er das seit Jahren nicht mehr getan hatte. Währenddessen saß Isabela wie benommen am Tisch. Nie hätte sie sich vorstellen können, in einem solchen Restaurant zu sitzen mit einem Mann, der vielleicht ihr Vater war. »Warum ist sie gegangen?« fragte sie leise. »Warum hat sie dir nie davon erzählt?« Ricardo senkte den Blick. »Das frage ich mich auch. Als sie verschwand, war ich auf Geschäftsreise. Kurz vorher hatten wir uns gestritten. Ich dachte, sie wollte mich verlassen. Aber jetzt glaube ich, sie hatte Angst. Vielleicht wollte sie mich sogar schützen. Hast du nie versucht, sie zu finden?« »Ich habe es versucht, aber ihre Mutter, ihre Großmutter, sagte mir, sie wolle mich nie wiedersehen. Ich wurde immer wieder abgewiesen. Irgendwann sagte man mir, sie sei umgezogen. Und mit der Zeit tat es zu weh, weiterzusuchen.« Isabela schluckte schwer. Alles in ihrem Leben begann zu wanken. »Und du glaubst wirklich, ich könnte deine Tochter sein?« »Ich weiß es nicht sicher, aber wenn ja, dann habe ich so viel verpasst.« Sie weinte still. Dann reichte ihr der Kellner 2 große, liebevoll gepackte Essensboxen. »Danke, wirklich. Ich muss jetzt gehen. Meine Großmutter braucht das Essen und ich muss über alles nachdenken.« Ricardo nickte. Bevor sie ging, zog er eine Karte aus der Brusttasche. »Bitte versprich mir, dass du dich morgen meldest. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, ob du meine Tochter bist.« Sie nahm die Karte, zögerlich. Ich werde darüber nachdenken.« Dann verließ sie das Lokal, diesmal nicht mit Hunger, sondern mit einem Herz voller Fragen. An diesem Abend kam Isabela mit Tränen in den Augen und vollen Händen nach Hause. Ihre Großmutter ähnste. Dona Estela saß in ihrem alten Schaukelstuhl bleich, aber wach. »Meine Kleine, wo hast du all das Essen her?« Isabela half ihr, das Essen aufzuwärmen und zu essen. Dann setzte sie sich neben sie mit festem Blick. »Oma, ich muss dich etwas fragen und ich will, dass du ehrlich zu mir bist.« Estela spannte sich an. »Was ist los, mein Kind?« Isabela griff nach der Kette um ihren Hals. »Diese Kette, stammt sie wirklich von meiner Mutter? Wer hat sie ihr gegeben?« Estela erstarrte. »Warum fragst du das plötzlich?« »Weil ich heute in ein feines Restaurant gegangen bin, um nach Essensresten zu fragen. Und der Besitzer, er hat mich erkannt. Er hat diese Kette erkannt. Er sagte, er habe sie meiner Mutter geschenkt, dass er ihr Verlobter war und dass sie plötzlich verschwand. Jetzt glaubt er könnte mein Vater sein.« Die alte Frau begann zu zittern. Tränen füllten ihre Augen, bevor sie überhaupt antworten konnte. »Oh Gott, es ist soweit, nicht wahr?« »Was ist soweit, Oma?« Mit gesenktem Blick begann Estela zu erzählen. »Deine Mutter hat dich über alles geliebt, Isa, aber sie ist nicht freiwillig gegangen, es war meine Schuld.« Isabela riss die Augen auf. »Was meinst du?« »Ich habe deinem Vater nie vertraut. Ich dachte, er würde Lorena ins Unglück stürzen, so wie mein Mann mich einst. Ich habe ihr verboten, bei ihm zu bleiben. Ich habe sie unter Druck gesetzt, gesagt, dass sie alles verlieren würde, wenn sie sich nicht trennt. Sie war schwanger und verängstigt. Also ist sie geflohen, um dich zu schützen, und ist nie zurückgekommen.« Die Wahrheit traf Isabela wie ein Schlag. »Und du? Warum hast du mir das nie erzählt?« »Weil ich Angst hatte, dich auch zu verlieren. Ich dachte, wenn du es erfährst, gehst du zu ihm und lässt mich allein zurück.« Isabela weinte leise. »Ich hätte dich nie verlassen, Oma, aber du hast mir meine Identität genommen.« Am nächsten Tag saß Ricardo in seinem Büro, aber er konnte sich auf nichts mehr konzentrieren. Immer wieder wanderte sein Blick zur Erinnerung an die silberne Sternkette. Es konnte kein Zufall sein. Dann vibrierte sein Handy. Eine kurze Nachricht. »Können wir uns heute sehen? Isabela.« Er antwortete sofort, vereinbarte sie um 17 Uhr persönlich abzuholen. Als er sie am kleinen Gartentor der Wohnanlage sah, mit geröteten Augen, spürte er, wie ihm das Herz schwer wurde und zugleich Hoffnung erwachte.
»Bist du bereit, die Wahrheit herauszufinden?« fragte er sanft. »Ja, das bin ich.« Sie fuhren gemeinsam zu einer Privatklinik. Ricardo ließ einen DNA-Test machen. Auf dem Rückweg hielten sie in einem Park. Isabella setzte sich auf eine vom Regen noch feuchte Holzbank, schaute in den orangefarbenen Abendhimmel. »Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, dass mein Vater ein guter Mensch ist, auch wenn ich sein Gesicht nie gesehen habe.« »Und wenn ich wirklich dein Vater bin?« fragte Ricardo. »Dann haben wir viel nachzuholen und viele Fragen zu klären.« Er lächelte gerührt. »Und wenn nicht?« Sie sah ihn liebevoll an. »Dann bist du trotzdem der Erste, der mich mit Würde angesehen hat. Das allein verändert schon alles.« 3 Tage später erhielt Isabella den Anruf, der alles verändern sollte. »Guten Tag, Frau Isabella. Hier ist die Klinik São Gabriel. Das Ergebnis des DNA-Tests liegt nun vor.« Ihr Herz schlug wie wild. Mit zitternder Stimme fragte sie, »Und ist es positiv?« »Ja, Frau Isabella, der Test bestätigt mit 99,9% Sicherheit, Herr Ricardo della Torre ist Ihr leiblicher Vater.« Die Welt stand für einen Moment still. Zur gleichen Zeit erhielt auch Ricardo die Nachricht. Als er die Bestätigung hörte, fiel ihm die Mappe aus der Hand. Tränen liefen über sein Gesicht. Nicht nur, weil er eine Tochter hatte, sondern weil ihm bewusst wurde, wie viele Jahre er mit ihr verloren hatte. Noch am selben Abend fuhr Ricardo zur kleinen Wohnanlage. Er brachte Blumen für Donna Estela mit und umarmte sie innig. »Ich wusste es nicht, aber jetzt, wo ich es weiß, möchte ich Teil eures Lebens sein, auf jede Weise, die ihr mir erlaubt.« Estela weinte hemmungslos. Alles, wovor sie sich so gefürchtet hatte, war nun Realität. Doch zu ihrer eigenen Überraschung spürte sie Erleichterung. Endlich war die Lüge vorbei. »Pass gut auf sie auf, Ricardo. Sie hat ein gutes Herz, ein viel besseres, als ich je hatte.« Isabella gewöhnte sich langsam an die neue Realität. Ricardo unterstützte sie, wo er konnte. Er organisierte medizinische Untersuchungen für die Großmutter, kaufte neue Kleidung, half bei Bewerbungen, aber er drängte sich nie auf. »Ich will einfach nur in deiner Nähe sein, Tochter. Alles andere kommt mit der Zeit.« Eines Tages beim Aufräumen eines alten Holztruhenschranks im Zimmer ihrer Großmutter fand Isabella etwas, das ihr den Atem raubte. Ein altes Tagebuch mit Ledereinband und vergilbten Seiten. Auf der Innenseite stand eine Unterschrift: Lorena Martins. Mit zitternden Händen öffnete sie die ersten Seiten. Ihre Mutter erzählte mit hastig niedergeschriebenen emotionalen Worten von ihrer Liebe zu Ricardo, der ungeplanten Schwangerschaft, dem Druck der eigenen Mutter und von etwas Dunklerem. Mama sagte, sie wird bedroht. Ein Mann behauptet, kompromittierende Fotos aus unserer Vergangenheit zu haben. Sie flehte mich an, zu verschwinden. Sie sagte, das sei der einzige Weg, uns zu schützen. Isabella brachte das Tagebuch zu Ricardo. Gemeinsam lasen sie stundenlang darin. Gegen Ende fanden sie eine schockierende Passage. Sein Name war César, ein früherer Geschäftspartner von Ricardo. Er hasste mich. Er sagte, ich sei seine Schwäche. Wenn ich nicht verschwinde, würde er alles zerstören. Ricardo erstarrte. César, er hat mich Jahre später betrogen, wurde wegen Geldwäsche verhaftet. Aber dass er Lorena bedrohte, das wusste ich nicht. Isabella bekam Gänsehaut. Dann ist meine Mutter wegen ihm verschwunden? So sieht es aus. Und ich muss wissen, was noch dahinter steckt. Entschlossen, die ganze Wahrheit aufzudecken, spürten Ricardo und Isabella César auf. Er lebte inzwischen zurückgezogen, alt und krank, auf einem abgeschiedenen Hof. Er stimmte einem Treffen zu. Vielleicht aus Reue, vielleicht aus Stolz. Doch als er Isabella sah, veränderte sich sein Gesichtsausdruck sofort. »Du hast Lorenas Augen und ihr Herz«, antwortete Isabella ruhig. »Warum hast du das Leben meiner Mutter zerstört?« César lächelte bitter. »Weil sie die einzige war, die Ricardo menschlich machte. Ich wollte, dass er eiskalt wird, ein echter Geschäftsmann. Aber er war bereit, alles für sie aufzugeben, also habe ich sie aus dem Weg geräumt. Du hast sie bedroht. Ich habe sie verschwinden lassen. Ich habe behauptet, ich hätte Beweise gegen ihre Familie. Alles Lügen. Ich habe mit ihrer Angst gespielt und es hat funktioniert.« Ricardo trat einen Schritt vor, die Fäuste geballt, doch er hielt sich zurück. »Du hast nicht nur ihr Leben zerstört, César. Du hast mir all die Jahre mit meiner Tochter genommen.
César, zu schwach zum Kontern, flüsterte: Und doch steht sie hier, lebendig, wunderschön. Du hast gewonnen, Ricardo. Ich sterbe mit meiner Schuld und du lebst mit ihrem Licht. Nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen war, verspürte Isabela zum ersten Mal Frieden. Die alten Wunden, die Leere, die Fragen, all das begann langsam zu heilen. Ricardo organisierte ein familiäres Abendessen im Restaurant Vittorio, das für diesen Anlass geschlossen blieb. Er lud Donna Estela ein, die in einem neuen Kleid kam, Tränen in den Augen. Bevor das Essen serviert wurde, stand Ricardo auf, nahm Isabela an der Hand und sagte: Manchmal nimmt uns das Leben alles, nur um uns dann das Wertvollste zurückzugeben. Heute bin ich dankbar für diese zweite Chance, für die Tochter, die mir das Schicksal zurückgebracht hat, und für das Vermächtnis der Liebe, das Lorena in dir hinterlassen hat. Alle weinten, sogar die Mitarbeiter, die aus der Ferne zuschauten und lächelten. In jener Nacht, bevor sie schlafen ging, betrachtete Isabela die Kette, die sie ihr Leben lang getragen hatte. Sie war nicht mehr nur ein Andenken, sie war zum Symbol einer ganzen Geschichte geworden, einer wiedergefundenen Verbindung, einer Liebe, die Zeit, Schmerz und Schweigen überstanden hatte. Und in der Stille ihres Zimmers dachte sie: Was, wenn ich damals nicht den Mut gehabt hätte, dieses Restaurant zu betreten? Hast du schon einmal erlebt, dass eine einzige Entscheidung dein ganzes Leben verändert hat? Oder hattest du ein Wiedersehen, das dir den Atem geraubt hat? Erzähle uns in den Kommentaren davon. Deine Geschichte kann auch andere berühren. Thanks for watching.